In diesem Video spreche ich über ein sensibles, aber wichtiges Thema. Pornografische Geschichten mit schwerbehinderten Menschen. Sind sie in Deutschland erlaubt oder verboten? Und warum gibt es darüber so viel Unsicherheit? Da ich gerne pornografische Geschichten mit schwerbehinderten Menschen schreibe und diese nach und nach auf meiner Homepage veröffentlichen möchte, habe ich mich intensiv mit dieser Frage auseinandergesetzt. Ich schreibe diese Geschichten, weil ich darin all das erleben kann, was mir in meinem realen Leben nicht möglich ist. Zuerst einmal ganz klar: In Deutschland ist es grundsätzlich nicht verboten, pornografische Geschichten zu schreiben, zu lesen oder zu veröffentlichen, in denen schwerbehinderte Menschen vorkommen, sofern alle beteiligten Personen fiktiv oder volljährig und einwilligungsfähig sind. Das bedeutet, wenn die Geschichte eine Fantasie ist oder von Erwachsenen handelt, die in der Lage wären, einer sexuellen Handlung freiwillig zuzustimmen, ist das erlaubt. Wichtig ist dabei, was das Gesetz unter Pornografie versteht und welche Grenzen es gibt. Das Strafgesetzbuch, Abschnitt 184, regelt den Umgang mit pornografischen Inhalten. Pornografie darf nicht an Minderjährige weitergegeben werden und sie darf auch nicht öffentlich zugänglich sein, zum Beispiel ohne Altersprüfung im Internet. Es gibt außerdem strikte Verbote für sogenannte harte Pornografie, also Inhalte mit Gewalt, Zwang, Tieren oder Minderjährigen. Das gilt für Texte genauso wie für Bilder und Videos. Aber es gibt kein eigenes Gesetz, das Pornografie mit behinderten Menschen grundsätzlich verbietet. Die Tatsache, dass jemand eine Behinderung hat, führt also nicht automatisch dazu, dass etwas illegal ist. Entscheidend ist, ob die dargestellte Person freiwillig und bewusst handelt. In echten Fällen muss also geprüft werden: War die Person in der Lage, Ja oder Nein zu sagen? Wenn eine behinderte Person in einer realen Situation nicht einwilligungsfähig wäre, dann wäre ein sexueller Kontakt oder eine entsprechende Darstellung strafbar. Das schützt natürlich vor Missbrauch. Was aber ist mit fiktiven Geschichten, also reiner Fantasie? Solche Texte sind durch die Meinungs- und Kunstfreiheit geschützt, solange keine Gewalt verherrlicht wird, keine Menschenwürde verletzt wird und keine Minderjährigen vorkommen. Es ist also erlaubt, eine erotische Geschichte zu schreiben oder zu lesen, in der zum Beispiel eine schwerbehinderte Figur eine sexuelle Erfahrung macht, sofern es respektvoll und im Rahmen der Gesetze bleibt. Ein weiterer Punkt ist der Jugendschutz. Auch wenn eine Geschichte erlaubt ist, darf sie nur an Erwachsene weitergegeben werden. Wer solche Inhalte im Internet veröffentlicht, muss dafür sorgen, dass nur Menschen über 18 Zugriff haben. Zum Beispiel durch ein Altersverifikationssystem. Sonst kann es strafrechtliche Folgen geben oder eine Indizierung durch die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz. Was oft vergessen wird: Auch schwerbehinderte Menschen haben ein Recht auf Sexualität, Selbstbestimmung und auch auf Fantasien. Die UN-Behindertenrechtskonvention betont das sehr deutlich. Es ist diskriminierend, wenn man ihnen unterstellt, dass sie keine sexuellen Wünsche haben dürfen oder dass Inhalte über sie grundsätzlich schmutzig oder verboten seien. Wichtig bleibt Respekt. Geschichten, die schwerbehinderte Menschen zeigen, sollten nicht entwürdigend, herabsetzend oder rein auf Fetisch reduziert sein. Wer solche Texte schreibt oder liest, sollte sich fragen: Wird hier jemand als Mensch dargestellt oder nur als Objekt? Wird auf Freiwilligkeit geachtet oder wird Zwang angedeutet? Zusammengefasst: Pornografische Geschichten mit schwerbehinderten Menschen sind in Deutschland erlaubt, wenn sie keine Gewalt zeigen, niemanden herabwürdigen, keine Minderjährigen einbeziehen und nur an Erwachsene weitergegeben werden. Der rechtliche Rahmen schützt nicht nur, sondern soll allen Menschen mit und ohne Behinderung einen respektvollen, selbstbestimmten Umgang mit Sexualität ermöglichen.